Einen besinnlichen 21. Dezember 2021 und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie und du befindest dich mittendrin in meinem kreativen Adventskalender. Jeden Abend im Advent zeige ich dir eine sternige Bastelidee, die du fast immer schnell nachbasteln kannst. Und anschließend gibt es die Sterne des Tages aus unserem Sternenpost Adventskalender. Ja, du hast es ja gestern vielleicht schon mitbekommen, bei mir ist kleiner Techniknotstand. Ich möchte aber trotzdem jeden Abend wenigstens die Sterne des Tages zeigen und natürlich, der Anspruch ist schon eine kreative Bastelidee, so wie ich das angekündigt habe. Gibt es also auch heute. 21. Dezember, ich öffne meinen Adventskalender mit den Boxen. Schau mal, hier ist Wachs drin, Wachsreste, okay, auch eine schöne Sache. Ja, daraus machen wir heute was. Genau, die Box, das ist eine diagonale Faltbox, also eine Box mit diagonalem Deckel, das ist korrekt. Verlinke ich dir, gehört in meine Reihe 24 Adventskalenderboxen. Die kannst du auch einzeln für alle möglichen Sachen verwenden. Adventskalender basteln ist ja inzwischen durch. Ja, hier habe ich schon mal ein paar andere Wachsreste, dann packe ich die aus meinem Adventskalender dann mal locker rein. Und dann hätte ich eine Bastelidee, die du nachbasteln kannst. Natürlich, Sterne gießen, klar, da gibt es ja so Sterngießformen. Das hier wäre zum Beispiel eine, die habe ich auch gegossen bei mir in meiner Kerzenwerkstatt. Das hier ist eine große Schwimmkerze, auch eine gute Idee. Dann hätte ich hier so einen kleinen Sternenbaum. Auch sehr nett, der ist noch nicht ganz fertig fixiert, aber auch eine schöne Idee. Und dann hätte ich das hier und das ist das, was ich dir zeigen möchte. Eine Sternkerze. Ich meine, es ist jetzt nicht mit meinen Kracherfarben, siehst du schon, aber trotzdem ist eine schöne Sternkerze. Ja, sternförmig, guck mal, so sieht sie von unten aus. Ja, selbst gemacht und das ohne groß Schnickschnack und Tamtam, so mit Sachen, die jeder im Haushalt hat. Okay, ich zeige dir mal, wie das geht. Ich mache die Arbeitsfläche frei. Habe mir hier schon mal ein Stück Pappe, nicht zu schwere, Pappe, die ich gut biegen kann oder gut falten kann, zurechtgelegt. Das ist hier so eine Rückseite von den Stampin' Up Designer Papieren. Findest bestimmt auch ein Stück Pappe, die du benutzen kannst. Und dann habe ich mir einen meiner Teller genommen, hier draufgelegt, Bleistift angezeichnet, Reis ausgeschnitten. Dort ist das, was übrig bleibt. Das braucht kein Mensch mehr. Ja, dann habe ich mir ein Lineal genommen, den Mittelpunkt ermittelt und dann Diagonalen gezogen und dann erstmal einen rechten Winkel angesetzt. Genau. Und dann habe ich ein Viertel des Ganzen eingeteilt. 90 Grad Winkel. Moment, warte, wie habe ich es gemacht? So rum. So, und dann habe ich bei 30 und bei 60 Grad Strich gezogen und weitere Diagonalen aufgelegt. Dann habe ich alle gefaltet. Und dann habe ich sie ziehharmonikaförmig nochmal gefaltet. Jetzt kommt ein kleiner Tipp, je nachdem, was du für Pappe hast. Bei dieser hier wäre es gar nicht nötig, aber wenn es so Pappe ist, die praktisch viel aufsaugt, dann solltest du in der Küche das Speiseöl holen und einen Pinsel, den du dann natürlich nicht für andere Sachen verwendest, ist klar, also nicht dann mit Acryl weitermalen. Das Speiseöl hier schön drauf pinseln, trocknen lassen und dann kannst du es weiterverwenden. Wofür brauchst du das? Wenn du nachher das, was wir damit machen, Wachs reingießt, würde er sich nicht richtig gut lösen und du würdest ständig Papier da rauskratzen müssen. Das tun wir damit einfach vermeiden. Okay, jetzt haben wir also die ganzen Teile hier. Legen einfach zwei übereinander, nehmen mal eine Büroklammer, stecken die hier oben fest und dann schauen wir mal, dass wir das schön zusammensetzen und du siehst schon, hier kommt die Form raus. So, jetzt haben wir das. Wie geht das weiter? Jetzt schauen wir, dass wir hier unten ein Loch haben. Das haben wir auch. Da fädeln wir unseren Docht durch. Wie kommst du an so ein Docht? Du nimmst zum Beispiel festen Bindfaden und tauchst ihn in flüssiges Wachs. Dann hast du einen Docht und brauchst ihn nicht kaufen. Okay. Den fädelst du hier rein, lässt du unten rausgucken. Und hier oben nimmst du einen Schaschlikspieß oder ja, so ein Holzstäbchen und zwirbelst das Ende da oben einfach fest. Ja, wickelst du da drum und dann straffst du das, damit der Docht auch gerade läuft. Wie kriegen wir das Ganze jetzt gehalten? Auch kein Problem. Gehst mal draußen in die Sandkiste oder auf den Spielplatz, holst dir eine Schüssel voll Sand, so viel Sand etwa, und dann steckst du da deine Form so rein. Docht guckt da einfach unten raus. Das Loch ist ja nicht groß, also funktioniert das auch. Und das Ganze da reingesteckt, die Form schön sortiert, dass es ein schöner Stern wird. Ich zeige dir das mal, indem ich mal den hier reinlege. Gucke, du siehst also,
Das ist so etwa diese Sternform, ja, die nachher rauskommt. Und wenn du es ein bisschen weiter machst, dann wird die Kerze natürlich breiter. Also diese Flächen werden dann noch größer hier zwischen. Ja, hast du mehr Wachs? Ist immer eine Frage, wie dick der Docht ist. Wie dann diese Kerze. Ja, und dann wird der Wachs reingegossen. Wie geht das mit dem Wachs? Nimmst dir eine Konservendose, füllst deinen Wachs rein, stellst ihn in einen Topf mit Wasser. Wichtig ist, dass das Wachs nicht kocht. Das Wasser ringsherum sehr wohl, dass das Wasser da auch nicht in das Wachs reinkommt. Wenn dann so viele, ja, Abfälle drin sind. Das bedeutet, du gießt es einmal zwischendurch durch ein Metallsieb. Oder du fädelst diese Dochte raus, damit das Ganze dann auch schön sauber ist und nicht so Abfälle halt. Ja, wenn du es einfärben möchtest, gehen da durchaus Wachsstifte, aber dann welche mit hohem Bienenwachs an. Ja. Muss noch was erklären? Ja, und da wünsche ich dir noch viel Spaß beim Kerzengießen. Und heraus könnte so eine Kerze kommen. Andere Farben, hier würde ja wahrscheinlich eine rote rauskommen. Ja, ich wünsche dir jetzt viel Erfolg beim Kerzengießen. Das war meine kreative Idee für heute. Und dann kommen wir auch schon zu den Sternen des Tages. Vorher öffnen wir aber unseren Afrika-Adventskalender. Den habe ich von Cordula bekommen. Nun schaue ich mal, was hier noch so drin ist. Ich muss ja immer die Zeit im Blick haben. Du hast es ja gestern sicher mitgekriegt. Meine Technik bricht immer wieder zusammen, wenn sie sich zu sehr stresst. Geht den Menschen wieder Technik. Genau. So, das ist ein Sprichwort der Swahili. Wichtig ist nicht, wo du bist, sondern was du tust, wo du bist. Ja. Wichtig ist nicht, wo du bist, sondern was du tust, wo du bist. Stelle ich wieder auf meinen Blog, da kannst du dann nochmal in Ruhe drüber nachsinnieren. Packe ich jetzt hier hin. So, schönes, adventliches Stillleben. Immer noch nicht geschafft, mir eine Zettelhalterung zu bauen. Jo, Sterne des Tages, wollen wir doch mal schauen. Kategorie bunt gemischt lege ich schon mal da hinten hin. Dann ziehen wir uns mal rüber. Das ist... Warte mal, ein bestimmtes System fehlt doch einer. Mann, Mann, Mann. So. Ich glaube, das habe ich alles. Okay. Ein Stern von der lieben Gisela. Das ist toll, dass Gisela schon so lange dabei ist. Und von Karin. Gisela wäre nicht dabei, wenn ich Karin nicht kennen würde. Genau. Und von Annalena und von Inge. Ach so, und dann habe ich noch was im Brief gehabt. Zeig gleich. Moment. Okay. Gisela. Da schauen wir doch mal, was die Gisela uns eingepackt hat. Für einen Stern. Okay. Da ist bestimmt noch kleine Glitzersterne drin. Hier, schaut mal, hier ist ein Metallstern, also aus fester Folie. Und der ist nochmal mit einem Band umwickelt, dass es wieder einen Stern ergibt. Und die kleinen Glitzersterne, die packe ich da jetzt oben drauf. Das ist der Beitrag von Gisela. Und Karin kommt aus Neukirchen-Flünn und das ist der zweite Beitrag im Kalender von Karin. Gibt es diese Engelskarte. Für mich schöner Brief drauf, schöner Text drauf. Dann ist eine Anleitung drin und jetzt suchen wir den Stern. Ein Text ist auch noch, also hier ja, Überraschungen ohne Ende. Da kommt er noch. Guck mal, dieser kleine, feine, gefaltete Stern. Jetzt hier eine Zacke umgedreht. Genau, und das ist ein Spitzenstern. Dazu gibt es auch eine Anleitung. Das sind so diese Tortenspitzen und daraus ist das gefaltet. Tolle Idee, kommt hier drauf. Immer schön, was man alles so für Alltagsmaterialien verarbeiten kann. Dazu ist ein Text von Wilhelm Busch. Da gibt es unten also die Quelle, also kann ich den auch vorlesen. Und ist auch schon, hat auch schon das zeitlich gesegnet, darum kam ich erst recht, glaube ich. Genau. Mal sehen, ob ich es sauber hinkriege. Der Stern. Hätt einer auch fast mehr Verstand, als wie die 3 Weisen aus Morgenland, und ließe sich dünken, er wäre wohl nie dem Sternlein nachgereist, wie sie. Dennoch, wenn nun das Weihnachtsfest seine Lichtlein wonniglich scheinen lässt, fällt auch auf sein verständig Gesicht, er mag es merken oder nicht, ein freundlicher Strahl des Wundersternes von dazumal. Ja, so viel vom Herrn Wilhelm Busch. Danke hier fürs Teilen. Und dann haben wir jetzt die Sternidee von Annalena aus Norddorf.
Annalena hat auch einen zweiten Kalender und hat mich nochmal unterstützt, als es zum Schluss eng wurde mit Teilnehmern. Also nur damit wir die Serien voll kriegen. Also Annalena aus Norddorf, aus meinem Stampin' Up Demo-Team, gehört also in meine Brigade, wir machen immer mal Videos zusammen, hat uns einen feinen Sternenanhänger gemacht. Freude zum Fest, der ist hier mehrlagig, Holzdesign und dann Pergament drauf, das Ganze embossed, vorne noch ein Blatt dran. Schöne Idee von Annalena, vielen Dank. Und dann haben wir von Inge aus Neumünster, auch hier in Schleswig-Holstein, meine Freundin Inge aus dem Kreativteam. Genau, ich habe noch nicht geguckt, Überraschung. Aus der Kategorie bunt gemischt. Ja, Knister, Knister. Uiuiui. Inge. Ach, die Inge hat wieder eine feine Idee. Schaut mal hier. Tannenzweig, Holz. Inge hat eine Holzwerkstatt unter anderem. Und da ist er, der kleine Holzwichtel. Und mit der Klammer kann ich mir den festzwicken. Wunderbar. Eine tolle Idee von Inge. Ja, wieder 4 tolle Ideen. Und jetzt muss ich euch noch zeigen, was in dem Brief drin war von Karin. Ja, das ziehen wir jetzt hier mal durch das Bild. Ich habe es noch gar nicht rausgeholt. Das werde ich dann nachher in meine Hütte hängen. Genau. Es gibt für mich eine schwebende Herzgirlande. Das ist ja eine süße Idee. Die bauen wir hier einfach über den Tisch. Ganz herzlichen Dank. Coole Idee. Ja, ich danke. Bin mal wieder reich beschenkt und ihr sollt natürlich daran teilhaben. Ja, das war der 21. Dezember. Jetzt kommt nicht mehr viel. Mal sehen, wie lange meine Technik noch streikt oder ob sie beim nächsten Mal sagt, jetzt geht gar nichts mehr. Lasst euch überraschen, ob wir uns morgen wiedersehen. Ich sage erstmal, ich freue mich auf morgen, einen besinnlichen Abend bis dahin. Herzlichen Dank an die kreativen Bastlerinnen heute Abend wieder und einen schönen Abend. Ich freue mich auf euch, wenn wir uns wiedersehen. Eure Angela von der Stempelfamilie.